Herzlich willkommen zu Äpple on the Road. Ich bin der Christian. Ich bin die Ascha. Und heute kriegt ihr mal ein kleines Update, wie bei uns alles drunter und drüber geht und warum wir uns in Antigua auf einem Polizeiparkplatz befinden. Er ist der Rhythmus meines Lebens. Zuletzt waren wir im Haus in El Paredón. Video werden wir oben einblenden. Und da waren wir die letzten 3 Monate. Im Haus waren wir die letzten 4 Wochen dann nur noch. Und dann kam einfach auf, dass der Präsident in Erwägung gezogen hat, nochmal einen 2-wöchigen Komplett-Lockdown vom ganzen Land zu machen. Das hieß für uns, da kam doch immer der Lebensmittelwagen. Hola. Und das war echt super, gell? Ja. Der kam direkt vor die Haustür und der hatte alles toll mit, also wirklich tolle Auswahl. Aber dann, nach 3 Monaten, hat man dann schon gemerkt, es wird weniger. Ja, also zum Schluss hatten wir eigentlich nur noch die Auswahl zwischen Kartoffeln, Tomaten, Bananen und Zwiebeln. Und das war eigentlich dann auch das, was wir hauptsächlich nur noch gegessen haben. Und wo es halt dann wirklich komisch wurde, war, wo die Tiendas auch anfingen, nicht mehr wirklich Sachen da zu haben. Also gerade was Obst und Gemüse angeht, so Nudeln und so, das war alles noch genug da, Reis, Bohnen, das schon. Aber man hat einfach gemerkt, dass es irgendwie weniger wurde und auch, dass sie die Sachen länger rumtransportieren müssen, weil die viel schneller kaputt gegangen sind. Und dann haben wir einfach angefangen, nach einer Möglichkeit zu suchen, da wegzukommen. Also, die Situation war ja die, man darf sich inlands nicht bewegen. Die Inlandsgrenzen sind zu, es sind Kontrollen, das Militär steht rum und es wird Fieber gemessen, alles. Also sie tun wirklich richtig, richtig viel. Und für uns war einfach das Risiko, und das wurde uns auch von allen gesagt, mit denen wir in Kontakt getreten sind, es kann sein, dass wir unterwegs angehalten werden und nicht mehr weiterfahren dürfen. Für uns hätte das auch bedeutet, dass wir auch nicht mehr zurück können nach El Paredón, weil sämtliche Dörfer sind zu, das sind solche großen Seile auf dem Boden, da sind Absperrungen gespannt, da steht das Militär und es wird echt kontrolliert, wer rein, raus und wohin fährt. Wir waren dann in Verbindung mit der Botschaft, weil wir aus dem Internet gehört haben oder gewusst haben, dass es eine sogenannte Durchfahrtsbescheinigung geben soll und haben dann gefragt, ob die uns sowas ausstellen können. Und sie haben dann gesagt, das ist keine Durchfahrtsbescheinigung, sondern das ist lediglich ein Schreiben von ihnen, wo sie drinnen darum bitten, damit, wenn man an so eine Kontrolle kommt, dass sie einen weiterfahren lassen. Und diese Schreiben sind eigentlich auch nur gedacht für Leute, die von ihrem aktuellen Standort nach Guatemala City oder zur Grenze nach Mexiko wollen, um das Land zu verlassen. Wir haben ihnen aber dann erklärt, dass wir grundsätzlich Guatemala nicht verlassen wollen und dass wir einfach Situationen haben in Paredón, die für uns einfach nicht mehr einschätzbar sind und nicht mehr kalkulierbar und wir daher den Weg nach Antigua einschlagen möchten. Dadurch, dass die Situation auch sehr ernst war und die Botschaft es echt auch ernst genommen hat, mussten wir sämtliche Daten übermitteln, also Fahrzeugschein, Kennzeichen, wann wir fahren, wer der Fahrer ist, wer im Auto sitzt, Kopien von den Reisepässen, sie mussten wirklich alles haben. Und es ging dann echt zum Schluss alles so schnell. Wir haben abends das Schreiben gekriegt, haben dann gesagt, okay, heute haben wir das Schreiben, wir packen jetzt schnell alles zusammen. Morgen früh, 5 Uhr, fahren wir los. Donnerstag, 28. Mai. 28. Mai, 5 Uhr morgens. Ja, wir haben uns ja dazu entschlossen, El Paredón zu verlassen. Und wir tun das. Wir tun das jetzt. Wir fahren jetzt ebenso früh nach Antigua los, damit wir vielleicht an allen Sperren vorbeikommen und so weiter. Und ja, sind ein bisschen nervös. Wir haben das Dokument von der Botschaft, aber wir schauen jetzt mal, wie es läuft. Ja. Daher, ja, fahren wir los. Wir haben uns den Wecker auf 4:30 gestellt, da wir ja erst um 5 Uhr los durften, aufgrund der Ausgangssperre. Wir sind dann wirklich 5 vor, standen wir vorne am Eingangsbereich von El Paredón. Da sitzen immer Männer und die kontrollieren, wer rein und raus darf. Und normalerweise fragen die auch. Aber wir hatten Glück, die haben uns durchgelassen und es war echt noch dunkel. Und wir sind losgefahren und haben immer damit gerechnet, dass da Kontrollen kommen.
Es war echt angenehm zu fahren. Wir hatten gar keine Probleme und wir hatten das Riesenglück, dass die Kontrollen nur auf der anderen Seite waren. Und so sind wir recht zügig nach Antigua gekommen und wir haben anstatt den 3 Stunden haben wir ein bisschen weniger gebraucht. Und es war echt viel los auf den Straßen. Damit hatten wir auch nicht gerechnet, da es hieß, dass man sich überhaupt nicht bewegen darf. Wir hatten gar keine Probleme durchzukommen und wir waren echt froh, dass wir es gemacht haben. Wie sich das natürlich für uns gehört, sind wir nicht einfach ins Blaue nach Antigua gefahren. Wir sind Deutsche und gut vorbereitet und das war auch sinnvoll. Wir dachten, wenn sie uns unterwegs anhalten, haben wir wenigstens eine feste Adresse, die wir angeben können und hatten daher einen in Antigua kontaktiert, der hier ein Haus hat und wollten bei ihm ein Zimmer mieten. Das war alles super gut und der hat uns die Adresse gegeben, hat gesagt, klar, kommt jederzeit und das haben wir dann auch gemacht. Ja, wir sind da hingefahren, sind zu ihm ans Haus gelaufen und durften dann feststellen, dass das Zimmer leider nicht frei war. Da war ich glaube, eine Russin war es, gell? Ja, und aufgrund der Situation steckte die ja auch fest und die hatte kein Geld und dann war es auch noch ihr Geburtstag und der Vermieter hat es echt nicht übers Herz gebracht, sie rauszuwerfen, was wir total verstehen konnten. Ja, also voll. Und er hat dann auch zu uns gesagt, ja, er hat eh nicht damit gerechnet, dass wir es nach Antigua schaffen. Und wir waren hier ja vor 3 Monaten schon mal kurz und standen da hier auch bei der Touristenpolizei für 2 Nächte und wussten, hey, okay, das ist jetzt im Moment die einfachste und schnellste Möglichkeit, weil es war dann schon nachmittags und wir mussten ja vor 17 Uhr wieder von der Straße runter sein, weil dann ja wieder die Ausgangssperre war. Wir 2 fahren dahin, haben das Auto außerhalb geparkt, dachten, naja, jetzt gehen wir mal da rein und sagen, wir wollen hier stehen bleiben. Von wegen. Ja, so einfach war das nicht. Wir wurden erstmal ins Büro zitiert, dann saßen wir da mit unseren ganzen Papieren und alles. Ja, und dann haben sie dann ewig hin und her telefoniert und wir hatten echt schon die Befürchtung, dass sie uns gar nicht reinlassen, aus sicherheitstechnischen Gründen und so weiter. Und dann kam's. Der Chef hat dann irgendwann gesagt, wir dürfen hier nur stehen, wenn wir ein Gesundheitszeugnis vorweisen können, dass wir nicht krank sind. Und wir müssen dafür entweder zu einem Privatarzt oder in das Local Krankenhaus. Das ist das Krankenhaus, wo man umsonst sich untersuchen lassen kann, also es kostet nichts. Und wir hatten die 2 Möglichkeiten. Wir sind dann vor auf die Hauptstraße, haben uns einen Tuk-Tuk geschnappt, haben uns zu dem Krankenhaus fahren lassen und sind da rein und leider war kein Arzt mehr da. Die waren echt super freundlich, die haben das auch verstanden und haben gesagt, ja, wir haben zwar jetzt keinen Arzt da, aber morgen um 8 Uhr könnt ihr kommen. Genau. Aber nur als Termin, also es war jetzt keine hier, ihr kriegt es ausgestellt oder sonst was, sondern wir durften um 8 Uhr kommen. Dann haben wir gedacht, nee, wir brauchen das heute noch, also sind wir weiter. Ja, wir sind dann zu verschiedenen Ärzten, Privatkliniken und hin und her und schlussendlich hätten wir sogar eine Klinik gefunden, die uns einen Gesundheitstest gemacht hätte. Für, ihr glaubt's nicht, 350 Quetzales. Pro Person. Ja. Und das Blöde daran wäre gewesen, dass sie einfach noch so Syphilis-Tests und ganz viele Sachen gemacht hätten, die es gar nicht gebraucht hätte. Für uns hat uns die Polizei erklärt, es geht einfach darum, dass wir ihnen nachweisen können, dass wir jetzt im Moment nicht krank sind. Und das haben sie da einfach nicht verstanden. Wir sind dann wieder ins Tuk-Tuk, sind zurück zu dem Public, normalen Krankenhaus, sind nochmal rein, haben ihr das nochmal erklärt und gefragt, ob sie uns was aufschreiben kann, damit wir das hier vorzeigen können, dass wir da waren, dass wir am nächsten Tag einen Termin haben und dass einfach kein Arzt vor Ort war. Wir waren echt super glücklich, dass mal das mit der vorübergehenden Zettel funktioniert hat. Die Polizei war dann so, okay, akzeptieren wir, aber ihr müsst da morgen hin. Wir sind am nächsten Morgen ganz überpünktlich um 7:30 gleich hin. Weil das Mädel gesagt hatte, die konnte zum Glück auch ein bisschen Englisch, die hat gesagt, wir müssen um 8 Uhr dort sein. Und wir standen um 7:30 vor diesem Krankenhaus und da war eine elendslange Schlange. Wir haben uns dann angestellt und haben, glaube ich, bis um 8:30 oder 9 gewartet, bis wir dann ganz vorne waren. Und sie kam dann raus, um uns mitzuteilen, dass es leider nicht möglich ist. Der Arzt würde nicht uns untersuchen, er würde sich weigern, uns sowas auszustellen, weil er nicht wissen könnte, ob wir krank sind. Ja, sie hat gesagt, einen Test haben sie einfach keinen. Aber ja, ich meine, wie will man sagen, man weiß nicht, ist er krank, sind wir krank. Solange es nicht ausgebrochen ist, weiß man es ja nicht. Und wir haben dann
eine halbe Stunde versucht hier zu erklären, dass wir einfach jetzt wissen müssen, ob wir jetzt im Moment Fieber haben, ob wir jetzt im Moment Krankheitssymptome haben und dass das eigentlich alles ist, was die Polizei hier interessiert. Und dann hat sie es verstanden. Dann hat sie gesagt, klar, jetzt hat sie es kapiert und wenn wir dann Symptome hätten, dann sollen wir auf jeden Fall vorbeikommen. Dann haben wir gesagt, klar, machen wir, gar kein Problem. Genau. Haben wir noch eine Weile gewartet. Dann haben wir auch den Zettel gekriegt, wo drauf stand, dass wir gesund sind. Leute, wir haben es geschafft. Juhu! Und jetzt haben wir es. Also es ist nur die Bestätigung, dass wir es momentan nicht haben. Sie hat gesagt, wenn wir irgendwelche Symptome haben, sofort anrufen. Sind dann zurück an die Polizeistation, haben das denen gezeigt. Sie wollten dann noch, dass wir die Reifen desinfizieren am Auto und unsere Schuhe und solche Sachen. Ja, und Alkohol besorgen und alles. Aber als Alkohol zum Desinfizieren. Ja, genau. Aber wir waren dann so erleichtert, weil wir hatten zwischendurch hatten wir echt so Angst, dass wir vielleicht auf der Straße stehen müssen. Und dann, wenn du auf der Straße stehst, dann kommt die Polizei und scheucht dich da weg. Also das war die einzige Option. Aber zum Glück hat es ja dann geklappt. Ja, inzwischen stehen wir 2 Wochen hier bei der Touristenpolizei auf dem Parkplatz. Es ist echt super, sie sind super nett zu uns. Wir kriegen hier alles, was wir brauchen und es hat sich die tolle Möglichkeit ergeben, endlich mal ein paar Sachen zu reparieren, die sich am Auto angehäuft haben. Da ist zum Beispiel hinten der Radbremszylinder, wo Bremsflüssigkeit oder Öl verliert, müssen wir noch schauen. Und wir haben Probleme mit der Antriebswelle, da lassen sich die Gelenke nicht mehr schmieren an einem. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp, wie man sowas wieder gängig machen kann, ohne dass man es vielleicht ausbauen muss. Dürft ihr uns gerne mal unten reinschreiben. Und ja, wir haben hier jetzt auf jeden Fall die Zeit, das schön auseinanderzuschrauben und alles zu reparieren. Klar ist mit dem Lockdown immer noch ganz streng. Also man darf nur bis 17 Uhr raus. Aber dieses Wochenende durften wir zum Beispiel alle raus bis 18 Uhr. Und es wird jetzt echt gelockert und man merkt, es geht bergauf. Ja, es ist noch Mundschutzpflicht, sobald du vor die Tür gehst. Es darf nur jeder einzeln in den Laden rein. Die Inlandsgrenzen sind noch geschlossen und klar die Auslandsgrenzen sowieso. Uns wurde jetzt gesagt, dass sie eventuell planen, den Inlandstourismus ab dem 15. Juli wieder anzufangen. Und die internationale Tourismus wird sich aber noch lange ziehen. Und deswegen warten wir es ab, uns geht super. Wir wollten einfach mal euch fragen, wie glaubt ihr, dass das ist von der Situation? Würdet ihr das jetzt auch aushalten oder schreibt mal in die Kommentare, das würde uns echt interessieren. Wie ihr gesehen habt, ändern sich die Umstände ständig. Wir müssen schnell Entscheidungen treffen und auch schnell die Situation bei uns immer ändern. Damit ihr da auf dem Laufenden bleibt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.